Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und unserem Let's Play hier von Suzerain, Suzerain, wenn wir es Deutsch aussprechen wollen. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee geschnappt, eine Tasse Tee, einen Saft, was auch immer, eine Mate, Limo, was ihr gerne so trinkt. Ich habe die Kamera mal weggeschoben von Anton, Rayne, den sehen wir jetzt hier unten mit dem Kontrollpanel. Wir sind immer noch im ersten Kapitel, ja, und wir haben einige Dinge zu tun. Ich habe mich jetzt ja entschieden, das Highway-Projekt zu starten, anstatt der Eisenbahnverbindung zwischen Holsworth und Lackhaven. Also ich bin immer noch nicht sicher, wie man das eigentlich ausspricht. Lackhaven? 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 Lackhaven. Ich meine, das könnte ja auf See verweisen, ne? Lack, aber so im französischen Sinne, sag ich mal. Aber das würde mit allen umliegenden... Wobei doch, das würde schon Sinn ergeben, ne? Estor, Narbel, Ribéry, Geldes, Henricat. Das könnte man schon so frankophon aussprechen. Das würde schon gehen. Wie dem auch sei, da habe ich mich entschieden, den Highway zu bauen nach Avery, um auch den Handel und die diplomatischen Beziehungen mit Agnolia zu stärken, denn aus Rumburg, dem Königreich Rumburg, vernehmen wir zunehmend kriegstreiberische Stimmen und Aktionen. Unsere Nachbarn ziehen Truppen an der Grenze zusammen und sind offensichtlich involviert in die Destabilisierung unseres Landes, Sordland, indem sie Waffen liefern, die bekannte KA 74, 74, entschuldigt bitte, KA 74, an die bludische Freiheitsfront, die sehr lange Jahre nicht aktiv war, jetzt aber wieder offenbar zu den Waffen greift. Es gibt hier gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen der sordischen Jugend, dieser rechtsradikalen Organisation, und offenbar der bludischen Befreiungsfront, Bludish Liberation Front, Freedom Front heißt sie, glaube ich. Und überhaupt gibt es im ganzen Land ja Auseinandersetzungen zwischen der roten Jugend und der sordischen Jugend nach der Ermordung des kommunistischen Schriftstellers beim Amtsantrittsball hier in Holsworth. Und es gibt, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, in Wesort, ich glaube es war in Wesort, da ist ein Konsulat von Volksland, das ist eine kommunistische Republik, die dem Ostblock angehört. Wie heißt der noch? Ideologies, können wir hier mal gucken. Also sie haben sogar eine eigene, also es gibt den Malenjewismus, das ist quasi der Marxismus. Nach Leon Malenjew benannt. Developed it as a variant of Carlos Marquias theory of Marquian socioeconomics. Okay, es ist kein Marxismus, sondern eine abgewandelte Variante. Dann soll das vielleicht Leninismus sein? Ich meine, Leninismus, da steht ja irgendwie Lenin so ein bisschen drin. He supported founding a vanguard party of the proletariat. Ja, okay, das ist auf jeden Fall Leninismus. Proletarian internationalism and a dictatorship of the proletariat based on working class self-emancipation and mass democracy. Malenjevis, are critical of the theory of socialism in one country in favor of Malenjevs theory of permanent revolution. Aha, also der Malenjew scheint Leon Malenjew scheint eine Verschmelzung zu sein aus Leo Trotzki und Iljewitsch Lenin. Denn die Vanguard, also die
wie soll man das bezeichnen, sozusagen die kommunistische Partei, die als gebildete, elitäre Vorhut den kommunistischen oder den erstmal sozialistischen Staat errichtet, um dann das Proletariat zu politisieren und eine proletarische Diktatur zu errichten langfristig, ist sozusagen leninistisch, und die Idee der permanenten Revolution ist ganz klar trotzkistisch. Das sind eigentlich zwei Ideen sozusagen, die nicht, ja, natürlich, die haben im Bürgerkrieg ja auch zusammengearbeitet, Lenin und Trotzki. Und Trotzki war ja der Stabschef oder Oberbefehlshaber der Roten Armee zu der Zeit und ist dann sozusagen im Machtkampf mit Stalin ja ausgeschaltet worden. Stalin hielt nicht so richtig viel davon, ständig Revolution zu machen. Maleniev argues for a need to give support for social revolution in the advanced capitalist countries through working class mass action and support for internationalism. Maleniev's industrialization officially designed to accelerate the development towards communism, stressing the need for such rapid industrialization on the grounds that the United Contana was previously economically behind in comparison to Western countries, and asserting that a socialist society needed industry in order to face the challenges posed by internal and external enemies of communism. It's currently one of the most popular theories of Marxian socioeconomics, being followed by a number of nations around the globe, und so weiter und so fort. Und Ninja ist da, hallo, genau, Carlos Marquez wird wohl Karl Marx sein. Das ist interessant. Und jetzt haben die aber, wartet mal, jetzt haben Walksland hat jetzt nochmal eine andere Variante. Den walksländischen Sozialismus. Is a social theory as advocated by Walkslandian revolutionary Emmerich Hegel. Das ist doch auch der Regierungschef, oder nicht? Wartet mal. Hegel nicht der Präsident sozusagen? War politischer Kommissar während der Revolution. Fought together with Wilhelm Ulbricht. Oh Gott. Walter Ulbricht. With Chancellor Ulrich's help, he worked his way up the Walkslandian hierarchy und so weiter und so fort. He worked extensively for the decolonization of the Rika and Xina continents. So das ist Afrika und China. After Ulbricht's death, he was elected by the People's Party as the Chancellor of Volksland. He started a period of de-Ulbrichization, where he denounced his purges, which he supported earlier, and enacted many reforms which started a less repressive era. He organized the People's Party and distanced it from Malenievist lines. Das ist ja aber interessant. Also die Reformen driften weg vom Malenievismus, also ist deutlich liberaler. Trotzdem sind sie diplomatisch und wirtschaftlich näher an United Contana rangerückt, also an die Sowjetunion sozusagen. Das ist ja spannend. Walkslandian socialism is critical of leading through a vanguard party of the proletariat. Das haben sie also gemeinsam. In favor of the establishment of labor union federations. Aha. It promotes the replacement of the state by a federal economic organization of society. Also das ist sowas wie Regionalismus, könnte man fast sagen. Auch, also Federal ist natürlich so bundesmäßig, aber wenn es ökonomisch organisierte Einheiten sind, könnte man sagen, dass das Regionalisten
Gibt es da einen Begriff dafür? Die Einheit von regionalistischen Wirtschaftszusammenhängen? Hegel argues that the socialist revolution can only be finalized when the statist form of socialism, where the statist form, where the state retains centralized control of the economy, is replaced by a decentralized structure based on a federal democracy through people's assemblies and labor unions. Also der ist quasi nicht im engen Sinne, aber zumindest eher orientiert in Richtung Anarchismus, könnte man sagen. Also, naja, oder Räte, sagen wir mal lieber, Anarchismus ist falsch. Räterepublik ist, glaube ich, das Ding hier. Also Weichsland ist eine Räterepublik, während Cortana eine, wie soll man es nennen, eine sozialistische Diktatur ist. Na gut. Was steht an als nächstes? Dinner mit der Familie. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles erledigt. Ja. Achso, das ist nur die Stadt, das wollte ich nicht. After a long day at the palace, I was finally home. I thanked Serge and walked through the front gates, nodding at the two guards as I went by. Even as I turned the doorknob, I could hear Diana rushing down the stairs to greet me. I opened the door and there she was, standing in front of me with expectant eyes. Papa, you're home. There's my little bright one. I lifted Diana up and hugged her while trying to put the keys in the tray next to the entrance. She was growing fast. Lifting her up was no longer as easy as it once was. How was school? Boring. I liked my old school better. Yeah. I put her down and her expression turned serious. Are the bad men gone? It was only one bad man, das stimmt ja nun mal nicht, das ganze Land ist im Chaos. I will never let anyone hurt you, ist leicht gesagt. Und Papa took care of everything entspricht auch nicht der Wahrheit. Versuchen wir mal, sie zu beruhigen. I will never let anyone hurt you ever. Okay, Diana dashed down the hallway. Papa's here. Monica appeared next to the kitchen door. She was wearing an apron and holding a spatula in her hand. Diana, what did I tell you? No running in the house. Monica approached me and kissed me on the cheek. A tantalizing smell wafted from the kitchen behind her. How was your day? Terrific! I finally got to do some grocery shopping, just like old times. And I'm making your favorite. Zabla. Zabla was one of my hometown specialties. A chickpea stew topped with beef braised and tomatoes and Bergian spices, traditionally served in a clay pot. Okay. It was absolutely my favorite dish, especially paired with cabbage, a potent, unfiltered wine from the region. Wo ist der Wein? What's the occasion? No occasion, I just wanted to cheer everyone up a bit. Her smile faded and she lowered her voice so that Diana wouldn't hear, especially after what happened at the ball. I'm worried, Anton, for you, for the children, and for the country. Diana suddenly appeared next to us. I'm hungry. We'll eat in just a minute. Will you help me set the table? Anton, can you tell Frank to come down for dinner? He's been sulking in his room all day.
Monica started taking out the china while I headed upstairs to fetch my son. An dieser Welt haben sie auch China-Porzellan, okay? Loud rock'n'roll music echoed down the hallway from his room. I caught a faint hint of cigarette smoke. Uh-oh. Knock on the door. There was no response. Knock again. There was no response. Bang on the door. The stereo in Frank's room clicked off. All right, all right. He unlocked and opened the door. What do you want? Turn those records up louder next time. I don't think the neighbors heard. Ja, rück mal die Zigaretten raus, würde ich sagen. I'm old enough to do what I want. Ja. Solange du die Füße unter meinem Tisch hast. I'm trying to quit. You ought to stop while you still can. Frank heaved a sigh, handed me the packet and headed downstairs. I followed him to the living room. The table was prepared and Monica was lading food onto the plates. Come on, have a seat. It won't be as tasty if it's cold. As we started eating, the room went quiet. Monica's cooking was as delicious as ever, but I had the feeling that wasn't the reason nobody spoke. Monica was the first to break the silence. Say, did you know that they refurbished the grocery store? I don't know if you remember the owner. He's been there every day for the past 30 years. Can you imagine doing the same job for so long? What if you were president for 20 years, for example? Ja, es gibt ja, man kann unbegrenzt wiedergewählt werden hier, nach der Verfassung aktuell. We could live like kings. I don't want this country to suffer under another soul. Agreed. That must never happen again. Anyway, the grocer really is a nice person. He threw in some extra vegetables with my... Frank suddenly slammed his hands on the table, rattling the china. Monica and Diana and I stared at him. So this is how it's going to be? We're just going to sit here like nothing happened? Dad, you could have been killed. Mom, you could have been killed. Any one of us could have died. Diana's lower lip started trembling. Monica put her hand on Frank's shoulder. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie antworten wir darauf? Was sollen wir tun? Okay, jetzt nochmal dasselbe wiederholen, quasi, was wir Diana schon gesagt haben, dass wir es nicht zulassen, dass was passiert, aber ich glaube, er ist so zu pubertär, um das zu glauben. Was soll man deiner Meinung nach tun? I don't know. Talk about it. Frank got up from his seat. Okay, dann lass uns mal drüber reden. Frank took his seat again, scrolling. It's under control, nicht wirklich. We are going to be fine, bestimmt. Do you think I would let us go down so easily? Yeah, everything's under control. How is it under control?
We were not even the target. Das wäre, glaube ich, ein... You don't need to know. Security assured me. Was one rogue shooter. Ja, das stimmt ja nicht ganz, aber... We were not even the target. What if we were? Listen to your father. If your father says we don't need to worry, then we don't need to worry. You have to trust him. Monica turned to me. We all have to trust each other. Things calmed down a bit at the table. We finished our food in silence. Frank got up first and retreated back to his room. Monica lifted Diana up and plopped her in front of the living room TV before returning to the table. She sat down across from me. He's still young. Ja. Wir können ihn nicht mehr lange von der Grausamkeit der Welt beschützen oder abschirmen. Das macht mir Sorgen. Ich habe viele voreilige Entscheidungen getroffen, als ich in seinem Alter war. Er hat all die Möglichkeiten, die ich niemals hatte. Ja, das ist ja Unsinn. Ich glaube, ich nehme die 1. There's not much longer we can shield him from the ugliness of the world. He's scared. And frankly, he isn't the only one. If there's any threat, you will be the first to know. Oh, you need to... Also 2 schon mal gar nicht. Wir können einfach ehrlich sein. Es könnte sein, dass die Dinge eskalieren. Im Grunde ist das ja schon der Fall. She got up, stood behind me and massaged my shoulders for a moment before leaving me alone in the dining room. I sat alone at the table and drained my glass of ceviche. Had I been lying to Frank and Deanna? Was the threat to my family truly over? Time would tell. Ja, time will tell. So, wir können reagieren auf die Unruhen. Oder Ende des Tages. Wir reagieren erstmal, würde ich sagen. The political situation around the city has escalated. Chief Strategist Lucian Galate has prepared several action plans that we can execute. What will we do to address the intensifying political climate? So. Wir können über das Fernsehen dazu aufrufen, über den Rundfunk, dass die Leute sich zusammenreißen sollen. Wir können von Gewalt betroffene Personen in ihren Dörfern besuchen. Wir können alle, die protestieren, als Verräter brandmarken. Oder wir erhöhen die Anzahl der zur Verfügung stehenden PolizistInnen, indem wir alle Rekruten, die sich gerade noch in der Ausbildung befinden, sofort in den Einsatz bringen. Nein. Das machen wir nicht, denn untrainierte, also ich meine, Polizeigewalt ist sowieso schon mal nicht das, was wir wollen. Coolster Fratz, grüß dich. Das ist sowieso schon mal nicht, was wir wollen. Und ich ahne, dass dann diese untrainierten Rekruten das Ganze nur noch weiter eskalieren. Die Protestierenden als VerräterInnen brandmarken, nee, das führt nur zu noch mehr Unruhe. Leute im Fernsehen dazu auffordern, nach Hause zu gehen, sag ich mal, das erreicht niemanden. Also ich würde sagen, wir gehen in die Dörfer und sprechen mit den Menschen. Was haltet ihr davon? Sollten wir das tun? Ich würde sagen, wir machen das. Ja, sehr gut.
Gibt es da schon eine Rückmeldung dazu? Nein. Also werden wir den Tag beenden. It was late in the evening. The Maroon Palace was finally getting somewhat quiet when I returned to my office at the top. I eagerly approached my chair and sprawled out of it. It had been an exhausting day, just like every day since I took office. Also, jetzt haben wir gerade Frank gesagt, dass wir aufhören wollen zu rauchen, deswegen werden wir das mit der Zigarette mal nicht machen. Ein Whisky trinken, weiß ich nicht. So ein chauvinistisches Gehabe irgendwie. Zurücklehnen und entspannen. Oder Sachen packen und nach Hause gehen. Nummer 3 wird vorgeschlagen. Ja. Kann ja mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist. I stretched out my arms, leaned back in my chair and took a deep breath. Household skyline was daunting but beautiful. I glanced downwards out the window and saw Serge and the guards waiting for me by the main gate. I heard a couple of knocks on the door. My secretary, Livia Zuno, entered. Mr. President, Mr. Tusk is here to see you. Wer war das nochmal? Achso, der Typ von der Lotherberg Group. Der Sprecher von dieser Wirtschaftsvereinigung. You had a meeting with the Lotherberg spokesman. I'm so sorry for not giving you proper notice. Na toll. Maybe we can postpone. Will man den wegschicken? Ich meine, das Spannende mit dem ist doch, dass er womöglich ein Konkurrent ist von diesem anderen Typen. Von dem Medienmogul. Wie heißt denn der noch? Steht hier jetzt gerade nicht. Personen. Businessman. Marcel Coronti. Der wird wahrscheinlich auch Mitglied in der Lotherberg Group sein, auch wenn das hier gar nicht steht. Wobei, er ist auch im engeren Sinne kein Industrieller oder sowas, ne? Aber er steht schon in der Business-Gruppe hier mit drin. Wir sprechen mal mit ihm, würde ich sagen. Don't worry about it. Thank you for your understanding. After a moment, Mr. Tusk swaggered into the room. I'd met Sordlands' most prominent businessman once or twice, but never alone. He had large jowls, blindingly shiny shoes, and the air of someone who was used to getting his way. Anything to drink, Mr. Tusk? Water? Whiskey? Cognac. Preferably from before you were born, sweetheart. I'll check the supply room. Olivia backed out of the office, shooting me an apologetic look as she did so. Walter hung up his head, which I could see was lined with mink. He fixed me with a long, hard stare, then broke into a toothy grin. Good evening, Mr. President. I'm here to congratulate you. We both sat down. My business partners and I wish you a successful term as the leader of our nation. Thank you, Mr. Tusk. I had no chance to say this at the ball with all the panic, but we are very much looking forward to working with you. Danke. I'd like to build a profitable relationship between us. That being said, there are some concerns of mine and the people I represent, which I would like to take this opportunity to clear up. What are these concerns? The ruined state of the economy in Sordland has influenced everyone. The recession hit all of us hard.
Walter pulled off a box of cigars from his jacket. I had these brought from Lesbia, the best cigars in the whole continent. Would you like to try one? Nein. Aber er soll ruhig rauchen. Walter grabbed himself a cigar and lit it. He looked out towards the city scenery as he puffed away. I heard that you purchased stock from Armadine Industries. Ja. Smart buy. They are developing new gadgets that are going to be profitable. Ja, schon hat jemand davon Wind bekommen, dass wir Aktien gekauft haben von dieser Radiofirma, die diese Radios baut. With risk comes... Ja, jetzt... was sagt man denn dem... Man will ihm ja schon irgendwie durch die Blume vielleicht auch so ein bisschen klar machen, wo die Fahrt vielleicht hingehen könnte. Ich bin für 1. With risk comes reward. I expect a very good return on investment. Und da ist halt die... Ja, das kann halt vieles bedeuten, ne? Das kann sozusagen Wirtschaftsinvestitionen anspielen. Kann sagen, hey komm, wir arbeiten irgendwie zusammen so. Aber with risk comes reward kann auch bedeuten, ich habe andere Pläne als du. You have a keen eye for business. I will buy a couple of thousand of shares too to expand my portfolio. Hope the investments pay off for both of us, President. His eyes wandered away for a moment. You're having a good start to the term for sure, besides the recent troubles. Glad that you have decided to promote the free market, which is the only thing that can get us out of this mess. Ja, wenn du wüsstest. Also, das gleiche denken wir schon mal nicht. 3 ist raus. 2 eigentlich auch. The ability of the free market to evolve is hard to dispute. Weil es den freien Markt überhaupt gar nicht gibt. In der Form, wie er beschworen wird. Und das auch nicht unser Ziel ist. Ich habe mich auf mein Wirtschaftsteam verlassen, klingt zu unabhängig. Zu unselbstständig. Und es stimmt ja, we had nothing but trouble so far. Economy is always the biggest concern. Das bin ich mir nicht sicher. Whether we like it or not. He grinned. The highway investment was a good call, but there was more to gain in the high-speed rail, especially for business logistics. Ja, das mag sein. Ich will unsere Ziele nicht nach außen dringen lassen. Unser Ziel ist es, die Wirtschaft zu fördern. Unser Ziel war es, uns auf die Bedürfnisse des Volkes zu beachten, nicht die der Wirtschaft. Oder die anderen Regionen hatte Investitionen dringend nötig. Kurzer Fratz sagt 1 oder 3. Da bin ich dabei, muss ich sagen. Also das stimmt einfach ja. Die brauchen Investitionen. Die hatten ja auch Beschwerden wegen Problemen im Transportwesen und Tourismus und sowas. Ich meine, 2 ist vielleicht, ja, entspricht so mehr unserer politischen Linie, aber die Frage, sagt man ihm das? Also dann würde man ihn direkt vor den Kopf stoßen halt.
Was natürlich im Grunde eigentlich die konsequentere Position logischerweise ist, aber wir sind in so einer starken Krisensituation gerade, dass wir, fürchte ich, das politische Spiel spielen müssen mit denen. Wir können nicht von Anfang an ganz klar sagen, was wir eigentlich erreichen wollen. Zumindest nicht jeden Menschen. Wir sagen mal, ja, wir wollen die Wirtschaft fördern. Ich meine, indirekt stimmt es ja einfach halt. Auch über den internationalen Handel. The right intentions for sure. Zwar ist nicht so positiv für ihn. Ja, naja, schauen wir mal, was er davon hält. We can be close allies. The group can help you get Sordland out of the recession, which will be the key problem to solve in your term and could even determine your re-election. Let's start with a gesture of goodwill. Soon the investment project contract will be awarded to one of the 3 main contenders. Ja, habe ich mir schon gedacht. He pulled a check out of his pocket and slid it towards me on the table. My personal bank details were listed on it, with a deposit of 500,000 Sordish Ren ready to be transferred. This was 6 months of a president's salary. If the contract is somehow awarded to Underhaul Constructions, they would not only work hard and deliver, but also do it on time. What do you think? Wouldn't that be good? He put his index finger on the check. There was a noise by the door. Olivia Sooner was standing there, holding a tray with a bottle and 2 glasses. I'm so sorry, Mr. Tusk, but all I could find was a 1942 Sévigny. I hope that's acceptable. She quickly put the tray on my desk and walked out. Tusk eyed her as she left. Remind me to visit your office more often. Oh. Now where were we? Do we have a deal? Jetzt will er uns bestechen. Underhaul Construction sind ist diese Firma hier. Da hat er Anteile dran. Der Konrad, wartet mal. Der Chris Schaar, war das der Nazi oder welcher war das jetzt? Der hier nochmal erklärt. Es gab doch einen Bürgermeister hier, aber ist nicht Konrad, ne? Kann ich das mal eben zur Seite machen? Nee, es war nicht der von Konrad, sondern von Anrika, glaube ich, oder Gelsort. Okay, also das ist der Bürgermeister, dem gehört das. Most people in Sordland know the name Underhaul Construction by the many iconic buildings they have constructed in nearly all major cities. Recently, the company sold half of the shares to Walter Tusk, spokesperson of the Lotterberg Group. While this breached certain competition clauses, it was largely ignored. Underhaul is a gigantic real estate company that is very influential in the construction projects of the private sector. Some of the recent work is the Holzort Central Station, which they have completed on time but violated workers' rights in the process. Also, der Typ hat da selber Anteile dran. Dadurch wurde das Dingsterbums da recht gebrochen. Wie heißt es? Wie heißt denn das Recht, was Monopole verhindern soll? Naja, das jedenfalls. Und Kapitalrecht? Nee, das meine ich nicht. Naja, egal. Und sie berücksichtigen die Rechte der ArbeiterInnen nicht.
Also mit dem wollen wir eigentlich keinen Deal. Das korrumpiert uns halt sofort. Also, eins fällt weg. Wir nehmen die Bestechung nicht an. Also das steht sowieso außer Frage, aber selbst, also die Bestechung nehmen wir sowieso nicht an. Jetzt die Frage, ob man später diese Firma auswählt oder nicht. You can do better than that amount. Did you just try to bribe the president? Tja, 3 oder 4. 3 ist wahrscheinlich ein bisschen diplomatischer. Ich meine, man könnte ja mal rauskitzeln. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt dann hier ein bisschen Geld drauflegen, einfach nur mal, um zu gucken, wie viel er eigentlich würde geben wollen. Wie viel wäre er bereit dafür zu geben? Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es dann sozusagen automatisch angenommen ist. Dass ich das dann nicht nochmal ablehnen kann. Und I refuse ist halt so direkt, Junge, was willst du eigentlich hier? Was natürlich stimmt, also wenn wir in einer stabileren Situation wären, würde ich sofort 4 nehmen. Wie gesagt, ich glaube, wir sind gezwungen, jetzt gerade am Anfang. Ah, es korrumpiert, es korrumpiert. Es korrumpiert uns. Oh. I will make my own decision. Hold aside and pull the check away, putting it in his pocket. Hast du gedacht, dass ich einfach nur ein weiterer korrupter Politiker bin? Wenn sie nur dafür gekommen sind, dann sind wir hier fertig. Danke für den Besuch. Seien Sie vorsichtig oder Sie müssen Ihre Geschäfte in einer Gefängniszelle machen. Ah, stimmt, da stand nicht, dass man das annimmt, ne? Das stimmt natürlich. Hätte man vielleicht mal versuchen können. Also das Diplomatischste wäre einfach 3. Man ignoriert das jetzt. Oder 1. So. Was hast du gedacht? Was hast du erwartet? Könnte ihn aber auch provozieren. Also 4 provoziert ihn auf jeden Fall. 2 ist auch so, ja, verschwinde. Bin versucht, 1 zu probieren. Nicht zu sehr reizen, ne? Nee. Zumindest halt jetzt in der Situation nicht. Wir werden die schon in ihre Schranken weisen, aber dafür müssen wir erstmal diese Verfassungsänderung durchbringen. Und das System stabilisieren. Auch wenn mir das so persönlich gegen den Strich geht, muss ich sagen. Da wegzuschauen. Aber ich riskiere das mal. Ich gehe mit 1. Did you think that I was just another corrupt politician? Administrations are built on mutual beneficial partnerships. But I do understand where you stand now. Hahaha. Oh, I almost forgot. Please say hello to Mr. Coronti for me. He smiled. Have a good evening, Mr. President. Volkes stood up, grabbed his jacket and made his way towards the door. Also er weiß schon, dass wir ihn treffen. Vielleicht hat er mit ihm irgendwas abgekaspert. Das kann sein. He closed the door behind him. I gathered my things and prepared to finally head home. As I walked out, I noticed Livia still there, covering up her typewriter for the evening. If I may be so bold, Mr. President, did you accept his offer? Das geht dich nichts an. Das habe ich natürlich nicht getan. Sprich nicht drüber. Du hast nichts gesehen. Nein, das habe ich natürlich nicht getan. The other girls have told me about all kinds of dealings that went on during the Alfonso administration. I wasn't sure if you were that kind of president.
I most certainly am not. She and I took a moment to look out over the lights of the city before heading to the elevators. Oh oh. Oh oh. Da bin ich ja mal gespannt. So, es gibt scheinbar einiges zu tun. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, liebe Leute.